Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Vier-Türme Verlag. Ich freue mich heute ganz besonders, euch eine ganz ungewöhnliche Autorin vorstellen zu können, Frau Linda Jarosch. Sie hat tatsächlich schon bei uns 2 Bücher veröffentlicht und jetzt im Herbst bzw. im August wird ein neues Buch von ihr erscheinen. Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute im Verlag besucht und mir Rede und Antwort stehen wird. Hallo Frau Jarosch. Guten Tag, Frau Kühne. Ich habe mich natürlich mit ihrem Leben auseinandergesetzt in Vorbereitung des Interviews und fand es sehr interessant, weil sie an sich eigentlich eine kaufmännische Ausbildung genossen hatten und dann längere Zeit als Hausfrau und Mutter zu Hause geblieben sind und sie erst dann später, nachdem sie dann eben ihre Kinder schon aus dem Haus waren, sich dem Thema Frauen und der Erfahrungswelt von Frauen eben zugewandt haben und dann auch tatsächlich Referentin geworden sind. Können Sie ein bisschen beschreiben, wieso Sie dazu gekommen sind? Ich habe mich, glaube ich, immer für das Leben von Frauen interessiert, auch für meins. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mein Leben als Frau sehr studiere, warum mir manches leicht gefallen ist und warum manches so schwer war und was ich da zu lernen hatte. Und von den Erfahrungen habe ich schon relativ früh jüngeren Frauen etwas weitergegeben. In Murnau, wo ich lebe, gab es ein Frauenzentrum und die hatten mich gebeten, den jüngeren Frauen einfach von meinen Erfahrungen etwas weiterzugeben. Das habe ich immer abends gemacht und als unsere Kinder dann aus dem Haus waren und ich meine Halbtagsarbeit in der Touristik aufgegeben habe, weil wir an einen anderen Ort gezogen sind, da habe ich gespürt, jetzt ist Zeit für Selbstständigkeit. Ich könnte das weiter ausführen, aber ich musste selbst noch einen Prozess einer Entwicklung machen. Und in der Zeit, da war ich 53, habe ich sehr nach meinen weiblichen Kräften gesucht. Und dann habe ich gespürt, dass dieses archetypische Bild der Königin oder der wilde Frau in der Zeit für mich zur Entwicklung anstanden. Und deswegen sind daraus die Seminare entstanden, und später das Buch. Stimmt, das ist auch Ihr erstes Buch gewesen, Ja. Königin und wilde Frau. Ja. Das heißt, dass Sie schon immer auch die Erfahrungen, die Sie in Ihrem eigenen Leben gemacht haben, also den Erfahrungsweg, den Sie durchlebt haben, sich in Ihren Büchern widerspiegelt. Ja. Sie haben jetzt eben ein neues Buch geschrieben und die Thematik hat sich natürlich geändert. Würden Sie sagen, das entspricht Ihrer eigenen Entwicklung oder sind es auch Fragen von Frauen, dass Sie gemerkt haben, dass Frauen eben neue Fragen stellen? Es ist beides. Ich beobachte immer mich selber, was steht bei mir an Entwicklung an. Und da fiel mir schon auf, dass ich manchmal noch streng mit mir umgehe, was gar nicht sein muss. Und ich habe mich gefragt, wieso denn eigentlich? Du kannst auch ganz weit und offenherzig und mild mit dir sein, und das habe ich einfach beobachtet, was es in mir bewirkt hat. Und dann habe ich es als Thema gestellt, weil es aus den vielen Gesprächen mit Frauen immer wieder das gleiche Thema war. Dass wir Frauen da zu streng, zu selbstkritisch, zu schuldbeladen auf viele Dinge schauen. Und ich habe gedacht, wir haben so viel mehr Freiheit und so viel mehr Möglichkeiten, uns selbst zu lieben. Warum wenden wir das so wenig an? Und das Thema schien mir zum Seminar doch sehr herausfordernd. Und manche ältere Frauen haben gesagt, den Satz können wir gar nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ich liebe die Frau, die ich bin, weil das aus meiner Erziehung nicht möglich war. Aber junge Frauen haben gesagt, das ist der Satz. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass es die Frauen sehr berührt. Und ich kann immer nur weitergeben, was mich zuerst berührt hat und mir weitergeholfen hat. Und dann weiß ich, das berührt auch die anderen Frauen. Und ich habe irgendwann in meinem Leben einfach die Entscheidung getroffen, ich möchte Leichtigkeit in meinem Leben erfahren, weil Schweres kommt ganz von selbst, von außen oder durch bestimmte Situationen. Und wenn ich frage, wie es mir geht, dann habe ich meistens schon die Antwort, was ich brauche, damit es mir besser geht. Bei dem Thema Königin und wilde Frau hat mein Mann schon mitwachsen müssen. Er wurde auch von Journalisten gefragt, wie es ihm denn mit dem Thema geht. Und dann hat er gesagt, ja, das hat ihn schon herausgefordert. Aber er hat gespürt, ich bin sehr viel klarer und sehr viel freier im Umgang geworden, also sehr viel
stärker mit mir selbst und so geht es mir in allen Konflikten. Ich glaube, ich bin freier geworden und weiter in meinem ganzen Blick darauf. Also ich glaube, mein Blick hat sich aus einer früheren Enge einfach geweitet und es gibt mir so viel Leichtigkeit. Es hat nicht mehr, keine Schwere mehr. Die Arbeit mit Königin und wilde Frau, also mit diesem Archetypus, hat es dann auch dazu geführt, dass Sie Autorin geworden sind? Ich habe bei dem ersten Seminar Königin und wilde Frau die Rückmeldung von den Frauen bekommen, das müssen Sie aufschreiben, weil das wollen wir nachlesen. Und dann habe ich ein kleines Heft geschrieben und habe gedacht, ja, da können Sie nachlesen. Und nach jedem Seminar habe ich wieder Erkenntnisse dazu geschrieben. Und dann hat Anselm das Buch über Archetypen der Männer geschrieben und er wusste, dass ich das für Frauen mache und hat gesagt, ich soll jetzt ein Buch über weibliche Archetypen machen, aber das kann ich nicht alleine als Mann und Mönch. Würdest du das mitschreiben? Würdest du ein bisschen mitschreiben? Dann habe ich gedacht, na ja, ein bisschen kann ich schon mitschreiben. Aber dann war das doch ganz anders. Er hat dann auch die biblischen Frauen dazu genommen und da war ich nicht bewandert. Und dann habe ich gedacht, da bin ich jetzt schon irgendwie geschwächt. Aber dann habe ich darauf geschaut und habe gedacht, ich bin keine Theologin, ich muss das überhaupt nicht theologisch auslegen, sondern welche Kraft haben diese Frauen damals ausgestrahlt und wie kann ich heute diese Kraft in meinem Leben leben? Und so habe ich versucht, auf das Buch zu schauen. Als es fertig war, dann bin ich zu unserem Buchhändler gegangen und der sagte, ja, Frau Jarisch, ich habe schon gesehen, Sie haben mit Ihrem Bruder ein Buch geschrieben. Und dann kam die Angst. Oh je, auf was habe ich mich eingelassen? Jetzt kommt Öffentlichkeit, jetzt kommt Kritik. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe meinem Mann gesagt, jetzt bin ich doch irgendwie ganz voller Angst, was ich da gemacht habe. Und dann hat er nur gesagt, und wo ist jetzt deine Königin, von der du immer schreibst? Ja, habe ich gedacht, wo ist sie jetzt? Und dann habe ich gedacht, ich stehe dazu. Das war in mir, ich habe es von mir rausgegeben, was die Menschen damit machen, habe ich jetzt nicht in der Hand. Und wenn sie nichts damit anfangen können, ist es ihre Freiheit. Und bei diesem Buch, wie war es für Sie der Schreibprozess? Gut, dass Sie danach fragen, weil ich wollte nach dem letzten Buch kein Buch mehr schreiben. Ich dachte, ich habe jetzt genug geschrieben und es ist ja schon immer ein intensiver geistiger Prozess. Und dann hatte die Lektorin den Titel gehört von meinem Seminar und hat gesagt, das möchte ich unbedingt als Buch haben. Und dann habe ich ein paar Monate überlegt, ob ich das wirklich will, ob ich mich einlasse. Und dann habe ich einfach im Sommer mal losgeschrieben, kommt was? Und es kam was und dann habe ich zugesagt. Und es ging auch ganz gut und ich hatte mir eingeteilt, ich schreibe so und so viel in der Woche und dann bist du dann und dann fertig. Und vor Weihnachten ging nichts. Es kam nichts. Ich saß davor und habe gedacht, fällt mir nichts ein. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit dem Titel? Ich liebe die Frau, die ich bin. Und habe gedacht, normalerweise ist Dezember nicht meine Zeit zu geben. Und das erlaube ich mir jetzt. Ich gebe jetzt nichts, ich schreibe jetzt gar nichts, weil ich das, was jetzt in mir ist, Ruhe und Pause und Stille, einfach mag. Und nach Weihnachten ging es von selbst. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen? Ja, für das Seminar, das habe ich in der Toskana gehalten und da brauchte ich irgendwie einen besonderen Titel. Und da habe ich auch lange überlegt und das kam dann auf einmal aus mir. Ich habe gemerkt, der ist herausfordernd, der Titel, weil es gerade so viel über Selbstliebe gesprochen und geschrieben wird. Und ich habe gedacht, ich will nicht noch was dazufügen, sondern ich habe gespürt, uns Frauen fehlt manchmal so eine Milde und Güte mit uns selbst. Und wir sind zu eng manchmal und nicht warmherzig genug mit uns, obwohl wir uns das wünschen von anderen, aber mit uns haben wir oft keinen Ausdruck dafür. Und ich habe es einfach mal gewagt, das zu machen. Und da habe ich im Seminar gemerkt, das kann ich ruhig noch weiterentwickeln, da ist noch mehr möglich. Und es war dann im Buch eben möglich. Aber mir kam auch für das Buch das Gefühl, ich brauche noch einen Hintergrund. Und deswegen kam mir Maria Magdalena in den Sinn, die uns
vielleicht in der Richtung einfach etwas zeigen kann, was wir noch zu lernen haben. Und was denken Sie, ist denn das Grundproblem, dass man als Frau zu streng mit sich ist? Ich glaube, dass wir immer noch in patriarchalischen Mustern stecken, dass das so tief in uns liegt, dass wir auch sehr oft mit dem Blick von Männern oder auch Frauen, die werten, auf uns schauen. Und dann fangen wir an, uns selbst zu werten und noch gar nicht frei und ganz wohlwollend auf uns als Frau schauen. Wir haben da schon noch ein Erbe in uns. Ja, es ist auch sehr interessant, dass Sie erklären, wenn man das Buch liest, am Anfang auch dieses Grundproblem, diese Grundhaltung und beschreiben da tatsächlich auch bestimmte Verhaltensmuster, die immer wiederkehren und benennen sie eben auch und teilen sie in Typen auf. Können Sie die ein bisschen genauer erklären? Ich habe mir natürlich überlegt, was die Dämonen sind, die Maria Magdalena durchlebt und durchlitten hat und wie erleben wir denn das als Frauen heute. Und ich habe gemerkt, wir haben bestimmte Haltungen, die wir uns einfach angewöhnt haben, einfach als Schutz. Und dass uns die aber im Erwachsenenalter einfach hemmen, in der Freiheit, in der Warmherzigkeit uns selbst gegenüber und dass sie aus einer Angst entstanden sind. Und wir alle kennen solche Haltungen, die sind mal momenthaft und mal sind sie auch dauerhaft da. Und es ist immer etwas, wenn Frauen das durch andere Frauen erleben, dann leiden sie darunter. Und ich wollte es nochmal aufzeigen, wie frei sind wir denn in diesen Haltungen. Ich habe gemerkt, wir sind überhaupt nicht frei, wenn wir in dieser Haltung sind. Und da fiel mir eben ein, die Gekränkte, die ganz leicht auf ein Wort, einen Satz reagiert und anderen zu verstehen gibt, ihr habt mich so gekränkt und ihr seid schuld, dass es mir schlecht geht. Oder die Minderwertige, die kennen wir alle hin und wieder, die Schuldbeladene, dass wir Frauen leicht die Neigung haben, uns mehr Schuldgefühle anzuziehen, als es notwendig ist und oft die Schuld anderer eigentlich auf uns nehmen. Oder die Unzufriedene kennen wir in Momenten oder in Zeiten. Und diese Haltungen habe ich immer gefragt, wie fühle ich mich damit, wenn ich in dieser Haltung bin? Und ich habe immer entdeckt, ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht frei, ich fühle mich nicht ganz bei mir und habe gemerkt, aber so will ich nicht sein. Da muss noch was anderes in mir sein. Und ich glaube, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und deswegen habe ich immer auf Freiheit und Leichtigkeit geschaut. Und dann kam auch die Idee, wie ich das entwickeln könnte. Wie können aber Frauen für sich entdecken, dass sie vielleicht in diesen Verhaltensstrukturen gefangen sind? Denn es sind ja Strukturen, mit denen wir aufgewachsen sind, die uns geprägt haben. Wann können wir merken, oh, wir sind gefangen? Ich habe immer gesagt, das Einfachste ist zu fragen, wie geht's mir? Wie geht's mir überhaupt? Geht's mir wirklich gut damit? Und im Seminar haben die Frauen gesagt, natürlich, uns geht's nicht gut in dieser Haltung. Aber entweder halten wir es aus und sagen, ja, das ist so, das gehört eben auch zu mir. Oder wir sagen, nein, ich glaube, da ist noch was anderes in mir, ich will das überwinden. Die Frauen haben gemerkt, wenn sie diese Haltungen durch andere erfahren, dann leiden sie. Und das war so der Ansatz zu sagen, das muss ich nicht aushalten, ich kann auch da rauskommen. Und dazu brauche ich auch dieses Gefühl, ich kann selbst sehr liebevoll mit mir umgehen. Und das Erste wäre für mich zu sagen, es ist jetzt so, ich bin jetzt in der Haltung. Und nicht beurteilen, nicht sagen, du solltest aber nicht so sein. Da habe ich mich schon eingeengt, es ist trotzdem so. Und zuzulassen, ja, das habe ich jetzt. Und ich merke, wie es mir geht und entweder halte ich es aus, oder ich habe noch ein Gefühl für mehr Freiheit, mehr Weite, mehr Wohlgefühl mir selbst gegenüber. Und das ist die Freiheit, entweder entwickle ich dann was oder ich bleibe zufrieden und sage, nee, ich kann nicht. Das ist dann so die Opferhaltung auch und die kennen wir Frauen auch zur Genüge.
Wie sind Sie auf Maria Magdalena gekommen? Ich hatte schon Seminare dazu gehalten, aber ich habe auch gemerkt, da kann ich auch noch mehr entwickeln, weil ich wachse ja auch immer in diesem Erkennen. Und sie schien mir einfach das Bild für uns zu sein, wie wir in unserer Liebesfähigkeit einfach noch wachsen können. Und ich glaube nicht, dass sie, wenn ihre Geschichte in der Bibel anfängt, dass sie diese liebesfähige Frau war. Sie war eingeengt, sie war krank. Und ich glaube, gerade durch ihre Unfreiheiten und durch ihr Kranksein und durch ihr Leiden hat sie wohl die Liebe zum Leben höher gestellt als ihre Angst. Sie muss in sich die Kraft gehabt haben, das will ich nicht aushalten. Und da braucht es eine Liebe zum Leben und auch eine Liebe zu sich, um dann zu sagen, ich will da raus. Und ihre Dämonen hat sie überwunden. Und da habe ich gedacht, ja, wenn sie das kann, können wir das auch. Und was würden Sie zu konservativeren Stimmen sagen, die sagen, Maria Magdalena war aber eine Sünderin? Also das sind Wertungen, die ich für mich so nicht übernehme, weil ich finde, wer kann das sagen? Wenn jemand zu mir sagen würde, du bist eine Sünderin, dann hätte ich das Gefühl, du weißt gar nicht, wer ich bin, du siehst mich nicht. Ich habe meine Fehler, meine unterentwickelten Seiten, aber ich werte mich nicht als Sünderin. Und deswegen finde ich, muss diese Wertung aufhören, die ja schon aus der männlichen Sicht auf Maria Magdalena entstanden ist. Und das hat uns Frauen auch sehr lange leiden lassen. Wir haben immer ein Bild der Sünderin von Maria Magdalena gehört. Wenn andere daran festhalten wollen, ist es ja ihre Freiheit. Aber ich übernehme es nicht. Und ich glaube, auch wir Frauen brauchen einen anderen Blick auf Maria Magdalena, als wir so Jahrhunderte von Männern gehört haben. Beginnt ja schon mit dem Sündenfall, dass Eva daran schuld war. Ja. Und häufig, dass eben die männlichen Figuren in den Vordergrund gestellt werden. Für mich ist das eine Unreife von Männern, wenn sie so auf die Eva schauen, weil da fehlt mir die Verantwortung des Mannes an der Situation. Und wenn ein Mann nicht zu seiner Verantwortung steht, dann macht er gern die Frau zur Sünderin. Wegen dir konnte ich ja nicht. Das ist unreif. Und das weiß man heute auch. Und deswegen glaube ich, Frauen und Männer haben ein Wachstum, das sie gemeinsam machen können. Und wenn wir Frauen da ein Stück wachsen, dann können wir die Männer auch mitnehmen. Und für mich heißt es dann auch, keine Schuld anzunehmen, die mir einfach nicht gehört, sondern den anderen zu fragen, was ist dein Anteil daran? Also die Verantwortung dem anderen auch zu geben. Und ich finde, in der Kirche hat eben so lange die Stimme der Frau gefehlt, die Maria Magdalena aus einem anderen Blick sieht. Und die konnte nie dazugesetzt werden, sondern es war nur die eine Stimme und noch dazu von einem Papst. Das ist mir zu einseitig. Da habe ich immer gespürt, das kann ich überhaupt nicht übernehmen. Was ist denn dann der nächste konkrete Schritt? Wie hat sich Maria Magdalena weiterentwickelt? Wie können wir das auf unser Leben übertragen? Ich kann es nur von mir sagen, wenn ich merke, hier geht es mir nicht gut in der Situation, ist die nächste Frage, und was brauche ich? Und das heißt auch mal mitgefühlen, zu sagen, ja, das ist schwer daran zu leiden. Und was würde dir jetzt wirklich weiterhelfen? Wie kämst du da raus? Brauchst du nur dein Mitgefühl? Brauchst du auch eine Wut, um zu sagen, mir reicht's jetzt? Brauchst du einfach mehr Selbstliebe, um zu sagen, ich bin es mir wert, hier was anders zu erleben? Also mich selbst auch zu fragen, was brauche ich? Was wird mir denn gut tun? Und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen und nicht immer zu warten, dass mir jemand anderer das gibt. Da bleibe ich immer abhängig. Und eben auch nicht in dieser Haltung zu bleiben, ich arme und mir geht so schlecht und niemand kann mir helfen. Das kann einfach ein Zwischenstadium sein. Aber wenn ich da drin hängen bleibe, komme ich nicht in meine Kraft und bleibe schwach. Und das muss jede Frau dann selber entscheiden, ob das ihr Leben wert ist, einfach in der schwächeren Position zu bleiben. Wie geht es dann weiter? Wie kann ich meine Verhaltensmuster verändern? Erstmal beobachten, weil das Erste ist erkennen. Maria Magdalena war eine, die hat erkannt,
durch die Begegnung mit Jesus konnte sie erkennen. Und dieses Erkennen heißt, wir merken erstmal das Muster. Und wir fallen vielleicht noch 20 Mal in dieses Muster oder noch mehr. Aber wenn wir erkennen und sagen, ah, jetzt bin ich wieder drin, ja, es ist so, dann brauche ich eben noch ein bisschen, um zu wachsen, aber irgendwann weiß ich, komme ich raus. Also dieses Erkennen ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn ich es erkannt habe, dann kann ich jedes Mal versuchen, ah ja, ich bin da wieder zurückgefallen, aber ich setze nochmal neu an, weil ich mir das wert bin. Dieser Weg ist eben schwer und es bedeutet, dass man häufig wieder neu anfangen muss. Woher kann ich denn die Kraft dazu entwickeln? Für mich brauche ich da so die Wertschätzung für mich und das Wohlwollen für mich. Wir Frauen sind genau dann, wenn wir zurückfallen und sagen, ach, jetzt habe ich es wieder nicht gekonnt, schon in der Bewertung und sagen, jetzt siehst du, du bist so schwach und jetzt bist du so alt und kannst es immer noch nicht. Das können wir ganz wegfallen lassen. Das brauchen wir überhaupt nicht, sondern zu sagen, ja, ich bin noch da. Aber ich habe auch noch was anderes in mir und auf das schaue ich beim nächsten Mal. Und irgendwann weiß ich, jetzt bin ich so gereift und gestärkt, dass ich es anders machen kann. Also mir auch die Zeit zugestehen, das braucht eben Zeit. Darum habe ich dieses Buch Ab morgen trage ich rot geschrieben, weil wir Frauen für solche Entwicklungen Zeit brauchen. Und uns das auch zuzugestehen und nicht sofort zu sagen, du kriegst es sowieso nicht hin. Das ist so typisch für uns Frauen. Ich denke immer, ein Kind will laufen lernen, fällt hin, steht auf, geht wieder. Und das haben wir ja als Kind gekonnt, das können wir doch heute immer noch. Also einfach weitergehen. Woher können wir dann die Kraft dazu nehmen? Weil es glaube ich, eine Grundliebe zu dem in uns gibt, was lebendig ist. Und weil wenn wir diese Liebe nicht leben, dann leiden wir. Wir leiden, dass wir manchmal die Wut nicht ausdrücken können oder die Freude nicht ausdrücken können. Und dabei ist es unsere Wahrheit und das, was wirklich lebt in uns. Und wenn ich das mag und sage, ja, meine Freude ist was so Schönes und ich zeige sie auch, wenn andere damit nichts anfangen können. Oder meine Wut, die mir hilft, mich abzugrenzen. Oder wenn ich wenig Wertschätzung erfahren habe, dann wird immer Wut kommen. Und dann ist es eine Hilfe zu sagen, hier fehlt mir Wertschätzung, was kann ich tun, um sie für mich auch zu leben. Und dieses Leben in mir zu mögen. Das, glaube ich, ist die Freiheit, weil wir eben in der Erziehung erfahren haben, dass viele dieses Lebendige nicht so gemocht haben und dann gesagt haben, wenn du so bist, dann bist du weniger liebenswert. Und wenn wir eben diese Entwicklung durchmachen, dann kann es uns gelingen zu sagen, ich liebe die Frau, die ich bin. Ja, es sind immer Momente. Ich habe gemerkt, wenn mir ein Missgeschick passiert, dann kommt auch leicht so eine Richterin, die sagt, oh, hast es wieder nicht hingekriegt, das ist typisch für dich. Und ich merke, das tut mir überhaupt nicht gut, warum soll ich mir das eigentlich anziehen? Ich kann sagen, ja, ich bin Mensch und das wird mir passieren und das passiert anderen auch und das nehme ich jetzt so. Ich kann noch mal ansetzen und dann kann ich es vielleicht anders machen. Also viel milder und nicht gleich in der verurteilenden Haltung. Können Sie es können auch mehrere Sätze sein, zusammenfassen, was Sie Frauen raten würden? Nicht aufzugeben, an sich dran zu bleiben und das, was sie bisher noch nicht so an sich mögen, einfach zu sagen, ja, es ist noch da, aber ich spüre, dass in mir noch viel mehr an Wohlwollen, an Liebe, an Freiheit ist. Und ich bin es mir wert, das zu leben. Weil wenn ich die Wertschätzung nicht für mich habe, dann gebe ich mich mit wenig zufrieden, aber auch mit dem Leiden. Und ich bin persönlich kein Mensch, der da freiwillig leidet, wenn ich auch eine andere Möglichkeit habe, da rauszukommen. Herzlichen Dank, Frau Jarisch, für das Gespräch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, erscheint im August, Anfang August und heißt Ich liebe die Frau, die ich bin. Und es ist dann im Buchhandel erhältlich oder auch über unseren Webshop 4-türme.de.